Hallo meine Lieben, heute habe ich nochmals eine Geschenkbox-Idee für euch. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese kleine süße Box mit einem Bellyband oder einer Manschette drumherum. Und dann habt ihr hier eine Box mit schönen Dreiecken auf den Seiten und so einem Einsteckmechanismus, wo ihr da was reinpacken könnt. Und wie ihr die machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für diese Box braucht, ist ein Papier, was 11,5 cm x 14,85 cm ist. Dann eines, was 11,5 cm x 8 cm ist. Das wird die Bordüre drumherum. Dann habe ich noch ein Label ausgestanzt und zwar mit diesem Stanzset hier. Und ich habe gestempelt mit diesem Stempelset, wo ich so Sprüche habe. 1 year older, none the wiser. Und ich habe kleine Blumen ausgestanzt, das habe ich mit diesem Set gemacht. Da habe ich diese und diese genommen und dann 2 Schmetterlinge, das habe ich mit einer Handstanze gemacht und dann noch einen Kreis für in die Mitte der Blume und das habe ich ganz einfach hier mit dieser Zange, Lochzange gemacht. Bevor wir jetzt zu der Box kommen, wollte ich euch noch etwas zeigen. Ich spreche ja immer von der Big Shot und wenn ihr guckt, diese Big Shot hat ja schon eine bestimmte Größe. Und ich mag das einfach, gerade wenn ich an kleinen Sachen arbeite oder eben für die, die sich keine Big Shot anschaffen wollen, weil die kostet ja schon rund 250 Franken, gibt es hier diese Craft Buddies. Und das ist quasi eine ganz kleine Stanze. Ihr seht auch, die Acrylplatten sind relativ klein, aber ich habe es getestet, ich habe den auch bei mir jetzt immer so ein bisschen auf dem Tisch, weil eben es nimmt wenig Platz weg. Ich kann hier, wenn ich gerade so kleine Elemente mache, kann ich die wunderbar schnell durchkurbeln und brauche hier nicht die große Platte, um hier so ein kleines Element auszustanzen. Ne? Vom Preis her, die ist halt einfach wesentlich günstiger, weil es ist ein Billigprodukt, aber es funktioniert gut. Der Preis, ich habe die hier für rund $30 gekauft. Also schon ein massiver Unterschied, aber eben, ihr seid eingeschränkt. Ne? Also es ist wirklich nur für kleine Sachen. Wenn ihr hier jetzt so ein großes Standset habt, dann seht ihr, könnt ihr nicht alle Elemente verwenden. Ihr könnt nur die verwenden, die wirklich hier in diese Platte drin Platz haben. Aber gerade so für kleine Sachen, ne, funktioniert die wunderbar. Was ihr nicht damit machen könnt, ist prägen, weil die Prägefolder haben ja eine bestimmte Größe. Ich nehme jetzt einfach kurz eine von diesen Blumen, dann die A-Platte, die ist bei mir unten, dann packe ich diese Blume hier drauf, klebe die kurz fest, damit mir das nicht verrutscht, packe die B-Platte drauf und so könnt ihr das wunderbar durchkurbeln und das hat es wunderbar geschnitten. Also hier kein Unterschied von der Schneidequalität zur Big Shot oder für mich nicht ersichtlichen Unterschied. Das Ding hat Noppen unten, damit es am Tisch wirklich auch haftet. Es hat ein gutes Gewicht, aber ist nicht extrem schwer. Die Platten, ich bin so, ne, also da es ein Billigprodukt ist, weiß ich nicht, wie lange diese Platten wirklich halten. Von dem her habe ich es wirklich so gemacht, dass ich gleich ein paar Platten bestellt habe. Das heißt, ich habe hier gleich 3 Paar bestellt, weil man weiß dann auch nicht, gerade wenn man das aus dem Ausland bestellt, ob die irgendwann dann nicht mehr nachbestellbar sind. Von dem her, ich habe einfach Reserveplatten noch bestellt. Das wollte ich euch auch noch anraten. Aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zu unserer Box. Da falzen wir jetzt zuerst. Dann nehmen wir zuerst das kleine Stück. Da müsst ihr falzen bei 2,6 cm. Das mache ich hier drüben. Dann drehe ich es um
hier bei 5,2. Dann bei 7,8. Und dann nochmal bei 10,4. Das war dieses Stück. Dann nehmen wir noch das größere Stück und da müsst ihr wie folgt falzen. Ihr nehmt die lange Seite und falzt da einmal bei 2,5. Dann dreht ihr das um, falzt bei 5. Dann bei 7,5. Und noch bei 10. Dann habt ihr Teile mit jeweils 2,5 und noch eine Klebelasche von 1,5. Dann dreht ihr das um und falzt auf beiden Seiten bei 2,5. Jetzt müssen wir noch etwas falzen. Ihr könntet es hier auf dem Brett machen. Ich mache es gerne ganz einfach mit einem Falzstift und einem Lineal. Das lege ich hier so auf eine weiche Unterlage. Und ich habe das jetzt so vor mir liegen, dass hier die Klebelasche ist und ich brauche diese beiden Felder und diese beiden Felder. Und zwar geht ihr hier von dieser Ecke hier in diese Ecke hoch. Und dasselbe von hier nach hier. So, dass ihr hier eine Ecke drin habt. Und das auch auf der anderen Seite. Na, jetzt ist meine Klebelasche hier oben. Ich nehme diese beiden Elemente und auch da von diesem Mittelpunkt in die obere Ecke von diesem Viereck. Und wieder von dieser Ecke in diese Ecke hoch. Und jetzt ziehe ich die Falzlinien nach. Und bei diesen Ecken ist es so, dass diese Mitte, dieses mittlere Teil muss ich nach innen biegen. Von dem her helfe ich dem hier einfach kurz so ein bisschen, dass es dann den Weg richtig findet. Selber auf der Seite. So, das ist es. Und dann ziehe ich auch hier die Falzlinie noch nach. Dann schrägen wir noch die Klebelaschen an. Das heißt, ich habe hier dieses 1,5 cm Stück. Und dann bei diesem Teil, hier habe ich diese, die alle den gleichen Abstand haben und hier dieses kürzere. Da schneide ich jetzt hier rein, bis zu dieser ersten Kreuzung hier. Dann auch auf der Seite. Und auf der anderen Seite geht hier runter bis zur zweiten Falzlinie. Auch auf der Seite. Und dann könnt ihr das hier wegschneiden und auch dieses hier. Und da diese 4 Elemente eure Klebelaschen werden, könnt ihr die auch anschrägen. Was ich dann noch mache, damit ich das Ganze besser öffnen kann, ist hier auf dieser kurzen Lasche, mache ich in die Mitte rein mit diesem 1,6er Stanze einen Halbkreis rein. Das heißt, ich gucke hier, dass ich so mittig bin und ich nur einen Halbkreis
ausstanze. Dann habt ihr hier wunderbar diese Öffnung. Und das andere, was ich mache, weil das wird quasi die Einstecklasche. Und da gucke ich einfach, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite, auf der genau derselben Höhe, auch so eine Einbuchtung habe. Das heißt, ich markiere mir hier kurz die Mitte und gehe auch hier mit der Staatsform rein. Das heißt, hier habe ich die Mitte und da orientiere ich mich hier an diesem Element. Ja, voilà. Und was ich auch mache, ist hier da die Ecken abzurunden. Weil dann kriegt ihr das Ganze dann auch besser in die Box rein. So. Und dann können wir hier auch schon anfangen zusammenzukleben. Ich klebe das effektiv mit Flüssigkleber fest. Wenn ihr lieber mit Doppelklebestreifen arbeitet, könnt ihr natürlich auch das machen. Das heißt, ich lege das hier rein und bringe diese Kanten aufeinander. Selber auf der Seite. Dann auf der anderen Seite mache ich gleich beide Klebelaschen miteinander. Und so könnt ihr die Box jetzt wunderbar schließen. Das heißt, wenn ihr die jetzt zusammenklappt, bilden sich hier auf beiden Seiten Dreiecke. Und verschließen tue ich die, indem ich das hier quasi reinschiebe. Und dann so die Box verschlossen habe und die hält wunderbar zusammen. Ich merke gerade, dieser innere Bogen, das heißt hier an der Lasche, wäre eigentlich nicht notwendig gewesen. Jetzt, wenn ihr merkt, dass sich das Papier hier so ein bisschen zusammenkringelt, dann könnt ihr da noch ein kleines bisschen zurückschneiden, damit es dann einfacher geht, aber wirklich hier nur minimal, weil wenn ihr zu viel wegschneidet, dann habt ihr das Thema, dass die Box nicht mehr zusammen, also dass das Ganze nicht mehr zusammenhält. Von dem her wirklich hier Millimeterarbeit. Jetzt bringen wir noch die Bordüre um die Box herum. Das heißt, ich gebe hier Flüssigkleber drauf, aber auch hier, wie gesagt, ihr könnt auch mit Doppelklebestreifen arbeiten, wenn euch das lieber ist. Und da lege ich das wirklich auch schon gleich um die Box herum, damit ich sicher sein kann, dass das dann auch passt. Streiche die kurz ein bisschen fest und ziehe die dann wieder von der Box runter und streiche das dann noch fest. Dann habt ihr wunderbar diese Box mit diesen schönen Dreiecken auf der Seite und einem Bellyband. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Verzierung. Bei den Blumen, die ziehe ich nur ganz kurz so ein kleines bisschen über das Falzbein, damit sich die so ein bisschen nach oben biegen. Nicht zu festziehen, nicht, dass ihr das dann abreißt.
Selber mit der kleineren. Dann klebe ich das aufeinander. Bei denen müsst ihr ein bisschen gucken, wie es am besten passt. Das war jetzt ein Glückstreffer. In der Regel drehe ich ein paar Kreise. Dann gebe ich hier in der Mitte noch diesen Punkt. Und ihr seht, ich habe einfach versucht, die Farben quasi vom Papier wiederzunehmen. Das heißt, das Weiß, weil ich hier auf weißes Papier gestempelt habe, dann das Rosa, was auch drin ist, und das Anthrazit von der Basisbox. Dann haben wir hier schon mal die Blume. Und bei den Schmetterlingen mache ich das jeweils so, dass ich hier einfach mit dem Nagel an die Kante des Körpers gehe und so die Flügel so ein bisschen hochbiege. Selber auf der Seite oder mit dem anderen Element. Und jetzt werde ich, mal gucken. Ja, das Anthrazit wird bei mir unten sein. Und das Rosa oben drauf. Das heißt, ich klebe hier jetzt quasi aufeinander. Dann kann ich die oberen Flügel ein bisschen mehr hochklappen als beim Anthrazit und dann habt ihr hier ein wunderbar zweifarbiges Element. Und hier werde ich es machen, also beide Seiten werden über das Bellyband hinaus gucken. Deshalb bringe ich hier nicht bis ganz außen Kleber drauf, sondern nur bis da, wo es dann auch auf dem Bellyband drauf liegt. Und jetzt bringe ich den so ein bisschen unten drauf. Trotzdem gerade. Das heißt, hier klebt er jetzt nicht an der Box, damit ich dieses Bellyband wunderbar noch verschieben kann. Dann die Blume. Die kommt hier auf diese Seite. Auch darauf achten, dass ihr auf dem Bellyband drauf bleibt mit dem Kleber und nicht drüber hinaus geht. Und auf der Seite jetzt noch die Schmetterlinge. Da gucke ich einfach, dass ich die Schrift nicht verdecke damit. Und hier werde ich auf den Körper tatsächlich noch kleine Bling-Bling-Steine drauf bringen. Und dann kann ich die Flügel wieder so ein bisschen hochklappen. Die einen eben ein bisschen höher als die anderen, damit man da auch den farblichen Unterschied sieht. So, und so sieht unsere kleine Box aus. Wir haben ein Bellyband, was man abziehen kann, die Box, und da drinnen könnt ihr, es hat so Platz für zum Beispiel ein Lippenstift, Labello, was ihr auch immer da am liebsten reinpacken möchtet. Et voilà, und das war auch schon die Box für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die Materialien, die ihr dazu braucht, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept off their